Hallo meine Freunde, herzlich willkommen und gleich zu Beginn eine Preisfrage. Wer erinnert sich noch an Dungeon Keeper? Wer ist alt genug und kennt es? Keiner? Ich schon. Ich habe es gern gespielt. Es war ein super Aufbaustrategiespiel aus dem Hause Bullfrog war das, glaube ich. Ja, Bullfrog war das. Auch Syndicate Wars und weiß ich nicht. Das ist dann später der Lead-Designer Peter Molyneux später zu Microsoft gegangen, hat dann so eine Sachen wie Black and White und Fable verbrochen und ist bekannt für Versprechen, die er nie eingehalten hat. Aber Dungeon Keeper und auch Dungeon Keeper 2 sensationelle Aufbaustrategiespiele, meine Lieblingsspiele. Ich habe Dungeon Keeper auch, hatte auch mal überlegt, das zu Let's Playen, allerdings ist da die maximale Auflösung 640 x 480 und es sieht einfach nur noch scheiße aus. Also es macht Spaß, ja, aber ist sehr pixelig und dann irgendwann tun einem doch die Augen weh. War of the Overworld ist in Anlehnung an Dungeon Keeper entstanden, weil es seit 2000 mit Dungeon Keeper 2 kein Spiel in der Richtung mehr gab, was wirklich gut war. Also es gab einige Dungeons und weiß ich gar nicht, wie die heißen. War of the Overworld bin ich darauf aufmerksam geworden, das ist vor 1,5 Jahren erschienen und vor kurzem gab es einen Bericht, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, 4Players, glaube ich, 4players.de, da stand, dass War of the Overworld seit dem Erscheinen über 45 Patches, große Patches gekriegt hat. Mit viel, mit viel zusätzlichen Content und in den Kommentaren darunter von den Leuten, die das Spiel besitzen, habe ich nur löbliche Worte gefunden. Ja, kann man so sagen. Und habe ich mir gedacht, zufälligerweise war es zur selben Zeit im Steam Sale, unter 10 Euro. Und dann habe ich zugegriffen. Und jetzt wollte ich mir das mal angucken. Und dann dachte ich mir, ich nehme euch mit. Und ich denke, da ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir mit der Kampagne anfangen. So. Wow, auf die Overworld. Kampagne. So, können wir hier irgendwas klicken? Das ist wahrscheinlich die Kampagnenkarte. Kampagne wechseln. Zugreifen auf Heart of Gold. Führe Krieg gegen das Imperium. Vernichte ihre achtbaren Streitkräfte und töte Imperator Lucius. Das ist das Normale. Die normale Kampagne, oder? Heart of Gold. Lösche aus, was vom Imperium übrig ist. Dringe in das Herzogtum Paistos ein und vereinnahme das Herz aus Gold. Okay, wir spielen die normale Kampagne erstmal. Natürlich. So, dann scheint das ja wohl der erste zu sein. Ja, es ist schon nett gemacht. Diese Kampagnenkarte bei Dungeon Keeper 2 war die auch so. I've been looking for someone to spearhead my campaign. But before we get stuck in, let's refresh that old mind of yours. Ja, nett gemacht, ne? Aber bevor wir anfangen, lass uns die alten grauen Zellen auf Vordermann bringen. So fühle ich mich gerade auch. Ich habe ja gelesen, dass es sehr, sehr, sehr ähnlich sein soll wie Dungeon Keeper. Ich bin gespannt. Alles klar, dann auf geht's. Now go! Welcome back, Underlord. I must say, I wasn't expecting you quite so soon. The transference may have left you feeling a bit foggy in the head. Focus now. I'll try to ease you back into it. Fortunately, this does seem to get easier each time. This is your home realm, the source of your power, and the anchor that binds you to reality. Many years ago it was destroyed, and you were cast out into formless nothing. Fortunately, you've returned from your exile to once again challenge those who would stand between us and the mortal realm of Kairos. Your resurrection heralds the next phase of our assault upon its wretched empire, now led by the newly crowned Emperor Lucius. But he is least and final of our worries. It's his generals and the protection of their goddess Kira that will truly test our mettle. Ready yourself, Underlord. Let's begin our war for the Overworld. Ja,
gab keinen Untertitel, weiß nicht, ob ich das einstellen kann, aber es war nur bla bla bla, wir müssen alle töten, bla bla bla, also weltbewegendes. Welcome back, Underlord. It's been a long time since you were banished to the ether. You've returned as a husk of your former self, but I've taught far denser Underlords than you. Let's start with the basics. This is your dungeon core, the tether that allows you to manifest your malignant will. If destroyed, your consciousness will once again be scattered to the void. Your workers are an extension of your dark will. They have many jobs. Hilfe-Button. Der Hilfe-Button verschafft dir ausführliche Informationen zu beinahe jeder Funktion des Spiels. Ja, ja, das kennen wir. But their main focus is in carving out the halls of your dungeon. Put them to work by clicking and dragging your cursor upon the flashing tiles to tag them for excavation. Ja, wird gemacht. Your workers will now rush forth to dig out and claim the tagged area. Kann ich in die Kamera drehen? Once they have laid down the stones, marking the ground as your own, you will be able to build rooms upon the finished tiles. While your lackeys get to work, look to the east of your dungeon core. This is a gateway, one of the many portals that you'll use to attract minions to your dungeon. Order your workers to dig a path to it now. Ey, ihr seht schon, das ist ganz interessant. Die machen dann gleichzeitig den Boden auch noch. Erst wenn sie den Boden so gemacht haben, kann man da was hinbauen. Jetzt machen sie die Wände. So, und die gehen jetzt hier hin. Das ist das hier, das hat er gar nicht erklärt richtig, das ist das Herz des Dungeons. Dungeon-Kern, der darf nicht zerstört werden, den muss man immer beschützen. Und hier kommen die Monster dann zu uns rein. Quasi. Now that you have a gateway, minions can enter into your service. But first you'll need to build the rooms necessary to entice them in. Start by building a barracks. This room will allow your minions to hone their combat skills without the risk of permanent death or disfigurement. Select it and build it by clicking and dragging your hand across the claimed tile. So, Kaserne. Most rooms must be built at least 3 by 3 in order to function properly. Ja, ist okay. Though the lair and vault are effective at any size. Okay, ich lasse ihn erstmal immer ausreden. Könnt ihr, wenn ihr das nicht kennt, mitlesen. So, das kostet 300 Gold. Hat ja gesagt, 3x3 müssen die meisten Räume haben oder einige Räume, um zu funktionieren. Wir machen das jetzt mal so. Dann haben wir hier eine Kaserne. Aber ich sollte gar keine Kaserne bauen, ne? Doch. Ein Knarzling. Gar nicht. These green-skinned scrappers aren't quite right in the head, and they'll happily hack at your foes until someone is dead. Outside of combat, Gnarlings will train themselves within your barracks. You can pick them up with a click if you find them slouching off, then deposit them anywhere within your dungeon with a right-click. Kann man hier so hochheben? You can always put yourself directly into their head by casting possession upon them. Okay, das ist auch cool. You can increase the efficiency of props within your rooms by fortifying the walls closest to the props. Possession will allow you to inhabit the mind of a minion, allowing you to see through their eyes, control their movement, and activate their abilities. Geil. Workers will fortify walls automatically when they've completed all their other tasks. Now that you have some minions, you will need to cater for their basic needs. First, build a lair, so the pitiful little meat sacks can get some rest. Ja, ich weiß nur nicht, wie ich ihn jetzt hier verlassen kann. Ah, Escape einfach. So, was soll ich bauen? Ah, Schlafraum. Okidoki. So, man kann in die Köpfe der Kreatur, man kann auch als die kämpfen. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Ganz im Gegenteil eigentlich.
Aber es war immer nett bei Dungeon Keeper. Hat immer Spaß gemacht. So, jetzt ist der Boden noch ganz braun. Und jetzt seht ihr, zack, zack, zack. Beschwören die da den Boden und dann kann ich erst was hinbauen. Und mal gucken, ob das Gold noch reicht. Well done. But see how your gold reserves have been depleted. Command your workers to mine some of the nearby gold by tagging the gleaming tiles. They collect and return gold to your dungeon coffers, allowing you to spend it on whatever your dark heart desires. Your core can store up to 16,000 gold pieces. But if that number sounds pitifully small, or if wealth inspires the evil in you, simply build a vault to store more. Now that you've got a bit of coin in your pocket, you can build a slaughter pan. This room produces scores of micro-piglets, a delicacy that will sustain the weak flesh of your minions by filling their bellies with succulent pig flesh. So, habt ihr gelesen, ne? Und das Lustige ist dann halt, man braucht für die unterschiedlichsten Kreaturen besondere Anforderungen an die Größe der unterschiedlichen Räume. So, also werdet ihr dann noch sehen. So. Bei Dungeon Keeper war es immer die Hühnerfarm, aber hier scheint es eine Schweinefarm zu sein. Eine Schatzkammer kann man noch bauen. Cast Rally upon these specters, and your minions will immediately sally forth to wreak bloody havoc. There are creatures assaulting your dungeon core. Oh, hier ist ein Angriff. Easy peasy. Easy peasy. Well done. Now finish off the rest of these manifestations with a second rally flag. Ach, ich soll eine Flagge setzen. Oh, kommt der. Easy peasy. Your gnarlings made short work of those specters, but see how they still circle the flag. You can dismiss rally flags by slapping them with a right click. This should allow your minions to return to their jobs and tend to their needs in a timely fashion. You can cast Recall upon a minion to immediately return them to your dungeon, though if they are attacked as it channels, then the spell will fizzle into nothing. Okay, also man kann die Fahne wieder wegmachen. Den kann ich nicht aufheben. Hier, geht zurück. Sie bei Dungeon Keeper, dass man die verprügeln kann. Geht zurück. Worker Rally will create a banner around which your workers will prioritize tasks. Slap the banner with a right click to dismiss it, or right-click on its icon to dismiss all Worker Rally flags at once. Was ist hier los? Wieso ist das hier so grün? Okay. Aha, was soll ich jetzt machen? Rückruf. Reportiert eine Einheit in die Sicherheit zurück. Okay, alles klar. Aha. You're on a roll, Underlord. And I've been waiting far too long to begin my war for the Overworld. Let us enter the realm of Kairos and continue your retraining against a more fitting enemy. Juhu! Well done, Underlord. I see it all coming back quite quickly. I expected nothing less, but there's much still to learn. Why don't we work in a bit of murder
while we're at it. It's time for you to enter the realm of Kairos. Okay, das war einfach. Wenn wir gleich, glaube ich, in der Folge nochmal die nächste Mission starten. So. Hier kann man jetzt auch schon hin. Was ist das jetzt hier? Ist nicht vertont. Oh, willkommen, Underlord. Du wurdest genau zur rechten Zeit aus dem wirbelnden Äthernebel wiedergeboren. Ich habe nach jemandem gesucht, der meine Kampagne anführen kann. Aber bevor wir damit anfangen, müssen wir erstmal deine alten grauen Zellen auf Vordermann bringen. Aber das war doch das schon. Dein Heimatreich ist ein Ort, an dem die Heiligtum fern von neugierigen Augen und gierigen Händen derjenigen errichten kannst, die gerne hätten, was dir gehört. Kehre hierher zurück, wenn du mal eine Atemprobe vom... Ach so, das ist quasi, hier kannst du einfach bauen, ohne angegriffen zu werden. Alles klar. Gut, hier, das wird die nächste Kampagne sein. Now's the time for a bigger challenge. Before you lies an Imperial keep, guarded by a certain Lord Rusimov. He had a bit of an accident that melted most of his face, but he's no less vigilant a soldier. He's been sent to guard an object that could threaten our campaign. Get in there and burn the rest of him, Underlord. Okay. Benutze deine Kraft, um alle zu töten. We've punctured the veil of this world through a schism, a point of weakness in the bonds between realms. Unfortunately for us, the Empire has crafted defenses to keep us from the heart of their kingdom. These inhibitors prevent Underlords from trespass, but whether it's bone or stone, it can be broken. I suspect that this Empire force has yet to taste true battle. But before you go engaging them, you'll need to muster up some minions. Unfortunately for me, your time in the ether has left you a weak husk of your former self. In order to reacquire your powers, you will need to access the veins of evil. Open them now, and use a sin to unlock the archive. Alles klar. Also, baue ein Archiv. 3×3. Gut. Das soll es zur Einführung soll das erstmal gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir wohl das erste Mal richtig kämpfen. Bin gespannt, wie lange die Kampagne ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefallen hat. Ich finde das super. Ich mag das Spiel. Ich mag Dungeon Keeper. Mal gucken, wie lange das fesseln kann. Zum Erscheinen, ich denke nicht, dass das täglich erscheinen wird. Wir werden sehen, wie häufig das erscheint. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt Main. Bis die Tage. Tschüss.